3 Jahre Panamericana. Eine Reise, die uns mehr verändert hat, als wir damals ahnen konnten. Und genau vor einem Jahr begann ihr letzter Abschnitt, unsere Zeit in Patagonien. Endlose Weiten, Wind, der Geschichten erzählt und Landschaften, die selbst heute noch schwer zu begreifen sind. Wir fuhren Richtung Fin del Mundo, verbrachten ein besonderes Weihnachten in Ushuaia zusammen mit Freunden, die unterwegs schon längst zur Familie geworden sind. Diese Monate waren geprägt von atemberaubender Natur, intensiven Momenten und Augenblicken, die uns bis heute begleiten und wir nie vergessen werden. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind Basti und Svenja und wir können es einfach absolut nicht glauben, wie viel Zeit bisher schon wieder vergangen ist, seit wir von unserer Panamericana-Reise zurückgekommen sind, Anfang des Jahres. Jetzt genau um diese Zeit waren wir einfach letztes Jahr in Patagonien unterwegs, auf dem Weg ans Fin del Mundo, ans Ende der Welt nach Ushuaia, wo wir dann Weihnachten verbracht haben. Und jetzt sind wir einfach wieder hier zurück in Deutschland und freuen uns auf die Weihnachtszeit mit unseren Familien und Freunden. Und ja, aber apropos Patagonia, Stichwort Patagonien. Wir haben da nämlich einen Kalender erstellt, einen Wandkalender 2026 mit den liebsten Fotos von uns, von unserer Reise durch Patagonien. Es ist Landschaftsfotografie, hier und da spickt mal vielleicht unser Van hervor. Das stimmt. Und ja, das war einfach mega, mega schön, die Fotos rauszusuchen, wieder zurück in die Zeit zu reisen und nochmal die Reise durch so zu Patagonien. erleben. Ja, und wenn ihr Lust habt, euch diesen Kalender auch zu Hause hinzuhängen oder zu verschenken, habt ihr natürlich die Möglichkeit, den bei uns zu kaufen. Bei uns im Shop gibt es noch welche. Wir haben eine limitierte Auflage davon drucken lassen. Über die Hälfte sind davon auch schon weg. Ja, aber wenn ihr jetzt bestellt, bekommt ihr es auch noch vor Weihnachten auf jeden Fall. Bestimmt. Und ja, wenn ihr Lust habt, das zu verschenken, euch selber aufzuhängen, das ist richtig, richtig schön geworden. Wir sind auch wieder total stolz drauf. Ja, wie schön die Bilder geworden sind und glauben, ja, die passen eigentlich an jede Hauswand. Eine Gefahr bringt es mit sich, und zwar die Gefahr des Fernwehs. Ja. Also keine Garantie, dass man danach eine große Reise bucht. Aber das ist ja das Schöne daran. Schaut auf jeden Fall nochmal unten in die Beschreibungsbox, da packen wir den Link hin. Oder hier im Bild den QR-Code, den könnt ihr euch abscannen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr den Kalender bestellt, euch eine Freude macht und uns damit unterstützt. So. Schönes Weihnachtsgeschenk. Genau. Hinter uns steht ein Riesenpaket. Knackige Überleitung. Sehr und gut. Dieses Paket soll auf unseren Jimny drauf. Wir sind sehr gespannt, wie das werden soll. Und ob wir das hinkriegen. Bis dahin müssen wir jetzt aber noch 1, 2 Sachen machen. Und damit geht's jetzt los. Jimny ist noch überall Platz. Die Vorstellung allein schon, dass eines dieser Federn hier mal knallt, wenn man daneben steht. Erster Step heute, bevor die Möbel wieder reinkommen, ist, und zwar wollen wir das Loch in der Bodenplatte noch ein bisschen größer machen, damit wir in das Fach unten drunter nochmal besser drankommen. Dafür muss jetzt einmal die Platte raus, dann machen wir das Loch größer und dann kommen unsere Möbel schon wieder rein. Und die haben wir letzte Woche ordentlich abgeschliffen und geölt. Tag 2 ölen. Basti ölt hier schon weiter den Korpus und ich zeige euch mal ein Vorher-Nachher. Das hier ist vorher, das hier ist nachher. Ich finde, es kriegt einen richtig schönen, wärmeren Look. Das konnte man sich vorher noch so überhaupt nicht vorstellen. Man dachte eigentlich irgendwie, das sieht schon ziemlich gut und perfekt aus, aber so ist es nochmal ein Tick schöner. 2-mal wurde schon geölt, vielleicht kommt noch ein 3. Mal. Gucken wir mal, wie das Ergebnis ist, wenn es dann das 2. Mal Ölen ausgetrocknet ist oder angetrocknet. Ausgetrocknet? Getrocknet. Getrocknet. Es wird immer schöner.
Es war easy und jetzt wieder rein damit. Anhand unserer Jacken kann man auch ein bisschen erkennen, dass es ein paar Grad kälter geworden ist. Mal gucken, was wir da so reintun. Ich glaube, so die Sachen, die schon drin sind, sind gar nicht verkehrt. Ein bisschen Werkzeug. Vielleicht gibt es noch eine andere Warndreiecklösung. Das ist ganz schön schwer und groß. Die Fronten, die wir die ganze Zeit immer vorne dran hatten, die waren eigentlich immer Attrappe und es war noch nie eine richtige Schublade dahinter, weil wir so lange auf die Auszüge warten mussten. Die sind jetzt da und jetzt geht eigentlich erst Der Wiggle los. der Wiggle los, der nervenaufreibende Part los. Es geht nichts über Schubladen. Es ist Endgegner. Wir hassen es. Zumindest für uns. Die Logik macht einfach keinen Sinn. So, jetzt kommen die Anschläge dran. Wir sind also bei Schubladen wirklich, Hochmotiviert. genau das wollte ich sagen, hochmotiviert. Also wenn das wirklich nachher rein und raus geht, dann sind wir stolz. Kann jemand Schubladen bauen da draußen? Bestimmt. Wir brauchen eure Hilfe. Der Moment der Wahrheit. Ja. Es geht ja gut los. Das war nicht gut, oder? Theoretisch ist erstmal drin. Aber hat es nicht total verhakelt? Ja. So wie bei unseren Schubladen im Van auch. Das ist schlecht. Wenn wir das hat funktioniert. Jonas, raste mal ein. Rastet? Rastet. Und nur 5 Stunden. Hey, das ist ja mega. Und sie schleift auch gar nicht. Um die Auszüge anzubringen, haben wir jetzt quasi einfach so 2 Klötze unten drunter als Maß benutzt. Hat bei den letzten 3 gut funktioniert und bei dem 4. hoffentlich auch. Und dann können wir schon die zweite Schublade gleich einsetzen. Schleift's? Ich glaube nicht. Also ich höre nicht. Man nenne uns die Schubladenprofis. Guten Morgen und kurze Planänderung heute, weil heute ist einfach unfassbar schönes Wetter und das müssen wir ausnutzen, weil wir haben ja schon angekündigt, wir haben ein großes Paket bekommen und das installieren wir am besten bei gutem Wetter, damit wir es auch direkt einmal auspacken und testen können. Und genau, deswegen, wir sind zwar gerade gut im Schubladen-Game und das wollen wir auch diese Woche noch fertig bekommen, aber jetzt
kümmern wir uns erstmal um Dachzelt. Mit Taschen. Unser neues Haus. Hallo zu unserer neuen Wohnung. Aber die, Auf jeden Fall. na, die sind zukünftig, geht es dann alleine einfach auf. Und dann kann man das hier noch, kannst es hochschieben. Das fischt. Nice. Wie lang? Das ist ja riesig. Das ist riesig. Schmal, aber lang. Gar nicht auf die Kamera drauf, so groß ist das. So, wichtig ist jetzt nur, wir müssen wirklich gucken, ob man die Schienen unten umsetzen kann. Sonst ist es schon ein Problem. Als erstes müssen wir unseren Dachträger einmal ummodeln, weil hinten noch so Kanisterhalterungen drauf sind. Das macht Basti ab. Und danach probieren wir es einfach mal draufzusetzen. Und es wäre ja kein Projekt, wenn es einfach wäre. Hier ist jetzt direkt eine Schraube übergenudelt. Aber die bohren wir einfach frei. Durch die Makita. So, wir haben das Auto jetzt nochmal wieder einen Tick reingefahren, damit es ein bisschen ebener steht. Und wir versuchen jetzt einfach mal, das Zelt da oben hoch zu wuchten. Ja. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen, zu zweit. Ja, Kamera stellen wir hier hin. Habt ihr beste Aussichten. Okay. Okay. Ja. Okay. Einmal kurz. Hast du's? Ja. Allerle. Krank, wie viel Platz vorne noch ist. Das ist das kleinste Zelt der Welt. Ist ja abgefahren. Das sieht ja winzig aus auf dem Typ. Also hoch irgendwie, aber Weil das noch nicht richtig zusammengequetscht ist. das Dachzelt ist drauf. Wir stellen uns jetzt gerade die Frage, ob es clever ist, das ganz hinten anzubringen. Das würde für uns Sinn machen, weil dann würde das, umso weiter steht das Zelt ja hinten raus und bietet uns Schutz. Wenn es aber wahrscheinlich weiter mittiger liegt, ist die Gewichtverteilung ein bisschen besser. Die Frage stellen wir uns gerade, aber das müssen wir auch noch nicht final entscheiden. Cool ist, dass es drauf passt, dass es vermutlich auch, dass wir es richtig gut festmachen können jetzt. Und die Markise jetzt dann noch auf der Fahrerseite anbringen können. Basti hat am Anfang doch richtig gedacht, beziehungsweise wir hatten dann einen Denkfehler. Erst die Markise und dann das Dachzelt. Dann haben wir gesagt, aber ist ja eigentlich egal. Die Markise können wir da später auch noch montieren. Jetzt müssen wir aber diese Zwischenstreben, die wir hier haben, die brauchen wir für die Montage von der Markise. Die müssen wir jetzt nochmal verschieben. Und jetzt ist natürlich das Dachzelt im Weg. Jetzt müssen wir das wieder hin und her schieben, um die Streben zu verschieben. Macht das Sinn? Ja. Und falls ihr euch fragt, warum wir gutes Setup brauchen, um das Dachzelt zu montieren, wenn wir sowieso überdacht sind, wir wollten damit eigentlich gleich einmal rausfahren aufs Feld und da alles einmal aufbauen, damit wir sehen, wie es dann aufgebaut aussieht. Unser Dachträger ist ja aus Aluprofilen und jetzt sind da an den Ecken sind so Schrauben, die lösen wir jetzt und dann können wir das ganz einfach hin und her verschieben und so passend machen, damit wir unsere Markise perfekt anbringen können. Und dann können wir auch das Dachzelt wieder zurückschieben.
neue Kies ist dran und jetzt justieren wir noch das Zelt und die Tasche. Und es dauert mal wieder länger, als man überhaupt gedacht hat. Wir dachten nämlich, wir können noch das schöne Wetter nutzen, um rauszufahren. Vielleicht wird es eine Sonnenuntergangssession. Also normalerweise macht man das alles noch mit dem Dachzelt auf dem Boden. Wir waren so clever und haben das Dachzelt natürlich schon oben. Weil wir es nicht abwarten konnten, wie es aussieht. Ja. Und jetzt kommt die Tasche oben drauf, quasi die das Dachzelt abdeckt. Und da müssen wir jetzt noch das richtig einfädeln. Das geht aber tatsächlich. Gott sei Dank ziemlich einfach. Ich dachte, das ist nochmal ein richtiges Gefriemel. Ja. Wir waren so nah dran. So nah. Alles fix fertig und festzumachen. Und dann kam der große Clou. Und zwar, ich hätte nicht gedacht, dass ich dir das mal sage, aber der Chimney ist zu groß für das Dachzelt. Dass der Chimney für irgendwas zu groß sein kann. Ist da nicht der Chimney? Ja, der Dachträger. Weil unser Dachträger, der steht so ein bisschen nach außen weg. Und also dadurch ist er ziemlich groß, unser Dachträger, was eigentlich cool ist. Aber er ist genau ein paar Zentimeter, also wirklich nur 2-3 Zentimeter, oder? Ja, 5 vielleicht. 5 zu breit für das Zelt, damit wir das richtig fixieren können. Und jetzt brauchen wir erstmal noch Aluprofile, die wir befestigen können, damit wir das Dachzelt richtig befestigen können. Schade Schokolade. Dieses Teil ist halt ganz rein. Dieses Teil muss natürlich viel weiter nach innen. Das heißt, wir brauchen irgendwie so einen Träger, der weiter innen sitzt. Der ist einfach zu weit außen. Eigentlich nicht schlimm. Wir müssen einfach nur 2, 4 Aluprofile kaufen. Und dann können wir es anbringen. Aber das heißt, wir müssen wieder warten, bis wir es fertig machen können. Und das hassen wir. Hätten wir natürlich wissen können. Aber irgendwie haben wir absolut nicht damit gerechnet, dass das am Chimney zu groß ist. Wir dachten eigentlich immer eher, das Zelt steht total an der Seite über. Aber es sitzt ziemlich mittig oben drauf, ne? Ja, das ist ziemlich cool eigentlich. Ja. Naja, war mal eine schöne Abwechslung zwischen der Schubladentätigkeit. Ja. Zum Abschluss des Tages, können es leider nicht ändern, muss es wieder runter. Keine schönen Sonnenuntergangsshots. Nee. Nur Werkstatt. Sie kommen. Sie werden kommen. Wie immer lohnt es sich, eine Nacht drüber zu schlafen. Wir sind schon wieder auf der Leiter und oben am Dachträger. Und wir verschieben jetzt einfach unsere Aluprofile, die wir schon haben, von quer auf längs. Und dann hoffen wir, können wir das Zelt anbringen. In der Tat. Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll. Das macht gute Laune und ist auch gut fürs Portemonnaie. Ja, das definitiv. Basti hat schon angefangen. Ich war noch kurz für eine Runde mit Peppi draußen und komme jetzt dazu. Ein Aluprofil von vorne, was wir bisher nicht genutzt haben, das ist schon rausgebaut. Das ist eine Querstange. Dann haben wir diese hier vorne ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, damit die wir rausgenommen haben, da auch hinpasst. Und jetzt kommt diese hier, die hier schon lose ist, da vorne noch quer. Und dann sollte das eigentlich alles passen. Dann fehlt uns zwar vorne noch eins, wo wir dann irgendwie noch Sachen, irgendwie die Sandbleche oder so draufpacken könnten. Aber das müssen wir dann irgendwann mal besorgen.
So, wir haben jetzt die Aluprofile, die einst quer waren, haben wir jetzt längs draufgeschraubt. Und die Markise passt sogar mit dem Abstand. Haben wir jetzt schon dran gepackt. Also würde ich es erstmal als Erfolg werten. Jetzt kommt natürlich noch das Dachzelt. So, Versuch Nummer 2. Dachzelt kommt wieder oben drauf. Und wir hoffen, dass wir jetzt das Roof Rack richtig ausgerichtet haben. Und müssen das wieder hochwuchten. Da ist doch iPhone. Ich glaube schon, beim Baschi ist es bei mir ist einfacher, das jetzt zu sehen. Okay, jetzt kann es rutschen. Ja, halt mal, ich bin jetzt windig wieder. Ja, das ist gut. Das muss. Ja, Ja, doch. Ja. Reicht. Aber mit der Markise ist schon eng, ne? Es ist absolut verrückt. Irgendwie ist der Teufel drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Schrauben zu kurz jetzt für das Aluprofil, um das Dachzelt festzumachen. Also die Aluprofile sitzen jetzt an der richtigen Stelle, aber die Schrauben sind zu kurz. Jetzt müssen wir nochmal losfahren, Schrauben holen. Naja, Tag, neues Glück. Die Schrauben haben wir jetzt besorgt und jetzt machen wir schnell alle 4 schnell. In dem Moment ist mir aufgefallen. Naja, wir befestigen jetzt das Zelt. 4 Halterungen gibt es dafür, 8 Schrauben. Gucken wir mal, wie schnell. Eigentlich ist das Zelt ziemlich easy zu montieren. Unser Dachträger ist aber so weit oder so tief gesetzt auf dem Dach, dass wir da halt richtig schlecht unten drunter kommen. Und das war jetzt ein ganz schönes Gepfriemel, aber jetzt läuft's. So, wir haben mal so weit gepackt, wie wir packen können. Und jetzt fahren wir mal und bauen das Dachzelt draußen auf. Erster Test. Erster Erster Feldtest. Ja. Tschüss, Groot. Zur Feier des Tages kommt sogar die Sonne raus. Blick hat sie ja von da oben. Wir sind angekommen auf unserer Testwiese, haben wir sie jetzt genannt, weil gefühlt fahren wir immer hier auf die Wiese, wenn wir irgendwas mit dem Jimny sehen wollen, fotografieren wollen, testen wollen. Und Peppi bleibt sogar in ihrer kleinen Box, in ihrer provisorischen, die wir hier reingepackt haben. Und wir starten jetzt Versuch. Erstes Mal Dachzelt. Ohne unsere Einstiegsstufen. Ich würde sagen, wir stellen trotzdem mal einen Timer, oder? Wäre ja spannend. Der Timer läuft. Das ist ja wohl der Oberknaller. Es sieht einfach richtig cool aus. Wir haben jetzt knapp 6 Minuten gebraucht. Als ich auf die Uhr geguckt habe, waren es schon 7 Minuten, aber da sind wir schon ein bisschen drum rumgelaufen. Ich würde sagen, für ein erstes Mal, dass wir es noch nie gemacht haben. Mega gut. Dann nehme ich euch mal mit nach oben, oder? In unser Wohnschlafbereich. Machen wir erstmal hier unser. Ach so, das kommt ja auch noch. Na Sind wir gut. gleich fertig? Einen müssen wir noch. Wir gehen raus. Bitte?
ist schon mega. Hat gehalten, ja? Ja. Mich hält's auch. Oh Gott. Weil wir haben zu unserem Dachzelt natürlich auch noch eine Markise. Wir finden beides sieht in Kombination richtig cool aus. Und jetzt nehme ich euch aber mal mit hoch in unser kleines, aber feines Abenteuer zu Hause, würde ich sagen. Aber die Roomtour, die kommt erst dann. Ja, einmal den Ausblick von oben. Ich meine, viel Room kann man hier nicht touren. Teilsplitter drin. Hallo. Hallo. Brauchen wir eine neue Weitwinkelkamera, damit es hier alles größer aussieht. Es ist doch riesig hier drin. Raus. Super. Easy. Easy. Cool, dass das Wetter jetzt auch noch so mitgespielt hat. Ja. Also liebe Leute, das ist unser neues Setup. Natürlich noch nicht komplett und 100%. jetzt wird natürlich noch an den Feinjustierungen gearbeitet, sodass das nachher alles passt. Hauptsächlich hinten die Schubladen fertig konstruiert und dann wird demnächst schon die richtige Roomtour kommen. Ja, dann stellen wir mal alles genau vor, was wir hier so haben. Aber also ich finde es schon mal mega, mega cool. Es ist so gemütlich. Ja. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Und Ja, Leute, wir wissen, wenn es regnet. aber guckt euch das an. Ja, die Markise ist schon mal echt ein Knaller. Ich hatte erst gedacht, ob die zu klein ist oder so, aber die ist tipptopp. Also irgendwie passt alles richtig gut zusammen. Ja. Und bei dem Wetter, also wenn es jetzt nicht super kalt ist, sei es so 10 Grad, kann ich mir vorstellen, dass wir auch schon so einen ersten Ausflug wagen. Was meint? Auf jeden Fall. Also sobald das alles da hinten drin ist und fertig ist. Und wir müssen halt noch so ein bisschen rausfinden, was brauchen wir, was... Peppi findet es, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ne, die fand das auch ziemlich gut, da oben so Ja, rauszugucken, in ihrer Box zu liegen. Während der Fahrt guckt sie richtig gerne raus, Die richtige Box, die wird ja auch ein bisschen größer, die sie denn da kriegt. wirkt auch nicht gestresst. Voll gut. Macht mich gerade richtig happy. Ja. Es gibt so Ups and Downs, wo wir uns manchmal fragen, was machen wir hier eigentlich und sind wir komplett verrückt. Und wenn man dann jetzt aber sowas sieht, können wir uns richtig gut vorstellen, dass wir damit mal losziehen können. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich möchten wir nochmal auf unseren Kalender aufmerksam machen. Da würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr uns damit unterstützt, aber vor allen Dingen, wenn ihr Freude daran habt, weil das ist ein richtig, richtig schöner Kalender geworden. Ja, 12 unserer absoluten Lieblingsbilder aus Patagonien. Stell dir mal vor, das jetzt mit Patagonien. Und das jetzt mit Patagonien. Das in Patagonien. Ja, mit dem Chimney in Patagonien. Das wäre auch. Das wär auch Wobei ich muss sagen, da war es ganz schön windig. Also, Ja, das stimmt. Wind könnte das ein bisschen tricky werden, aber das werden wir alles Heute ist der herausfinden. perfekte Tag. Windstill. Das ist perfekt. Ja. Haut in die Kommentare eure Fragen dazu, ob ihr euch das vielleicht vorstellen könnt oder ob ihr denkt, wir sind komplett verrückt oder ob ihr sagt, ja geilo, wir folgen euch bei dem Abenteuer. Das Emoji der Woche ist auf jeden Fall ein Zelt, Ja, das würde ich ist sagen. klar. Was sonst? Ist ja ganz klar. Und ja, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keines unserer Videos, die Roomtour, die bald ansteht und dann auch die ersten Abenteuer. Ja, ein bisschen was gibt es noch zu Ja, tun. ein bisschen Das gibt es noch was zu tun, aber ich meine, man kann ja mal die Vorfreude steigern. Vorfreude ist ja bekannt. Und man kann ja auch schon mal lostesten, auch wenn es noch nicht final fertig ist. Genau. Aber das werdet ihr dann alles sehen, wenn ihr abonniert, wenn ihr weiterhin zuguckt. Support-Herz in die Kommentare. Like das Video und es gibt ja jetzt diese Funktion zum Hypen. Also wenn man einmal das Video geliked hat, dann wird einem der Hype vorgeschlagen. Genau. Macht das auch mal. Alles, Haut uns mal ein paar Hype-Punkte. Ja, gönnt uns zu Weihnachten. Genau. Das ist noch ein bisschen hin, das sagen wir noch ein paar Mal in den nächsten Wochen. Ja. Happy erster Advent an der Stelle. Es ist ja noch November, aber stimmt. es ist schon erster Advent. Macht es euch gemütlich. Wir hoffen, wir dürfen ein Teil eures Sonntags sein oder auch unter der Woche am Abend. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Yes, wieder an diesem schönen Auto. Danke. Ende.